Es geht um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Wir kommen zum Rückspiel gegen Celtic. Werden wir es schaffen oder nicht? Ziehen wir hier das los? Oder ist für uns die Champions League Reise heute vorbei? Das werdet ihr alles sehen und erleben, wenn ihr hier dran bleibt. Ja, wir kommen aus einem 5:3 gegen Dortmund. Eine sehr wilde Partie, eine gute Partie von uns. Es nervt mich leider immer noch, dass wir mit einer halbfitten Truppe hier immer antreten müssen, aber geschuldet dieser unerwarteten Ereignisse und des Spielplans. Englische Woche, aber danach haben wir hoffentlich erstmal 1-2 Wochen Ruhe, wo wir uns dann wieder finden können, wo wir dann wieder mit vollen Kräften hier spielen. Und es wird, glaube ich, heute auch noch mal ein bisschen schwerer als im Hinspiel. Also das war auch sehr taktisch geprägt. Viele Zweikämpfe, die geführt wurden. Wir waren, glaube ich, besser drin. Aber auch Celtic, die können natürlich Fußball spielen. Und wollen auch heute natürlich, genau wie ich, nicht so viel riskieren. Aber wenn, dann möchte ich schon gerne hier gewinnen. Und das möglichst nach 90 Minuten, um halt die Kräfte zu schonen. Ich sag's so, wie es ist. Rice ist wieder mit dabei. Unser Kapitän, und der leitet das Tor mit ein. 11. Minute, frühe Führung. Richtig guter Zeitpunkt. Dafür in der Champions League in 9 Spielen 8 Tore. Dafür Kusi Asare in der Liga 20 Spiele, auch nur 10 oder 11, also nur 10 oder 11 Tore. Aber Rice, unser Kapitän, ist endlich wieder mit dabei. War ja auch eines der Opfer dieses unerwarteten Ereignisses, dass irgendeiner was reingemischt hat ins Essen. Ist aber jetzt wieder da, natürlich. Er ist auch wichtig, hat auch gefehlt im Mittelfeld. Und Jona Kusi Asare bringt uns nach 10 Minuten in Führung. Ist ein guter Beginn. Und ich habe ja gesagt, vielleicht ist der Sieg gegen Dortmund so etwas wie eine kleine Initialzündung auch gewesen, um zu sagen, komm, jetzt die letzten Spiele, die gehen wir jetzt nochmal an. Besonders in der Liga. Um vielleicht eine kleine Serie zu starten. Wir sind Tabellenführer. Wir sind punktgleich mit Leipzig, aber wir sind halt nun mal Tabellenführer. Und von nun an sind wir wieder die Gejagten. Aber die Gegner lassen natürlich nicht locker. Die werden nicht leichter. Die werden uns ja auch noch einige Probleme bereiten. Ihr seht das schon. Aber solange wir das hier gut machen und stehen, kann uns eigentlich nichts passieren. Abseits ist auch noch gut gestellt. Karl, auch der ist so in den letzten Spielen ein bisschen blass geblieben. Der hat auch, glaube ich, schon lange nicht mehr getroffen, beziehungsweise auch eine Vorlage gegeben. Es wäre ihm zu wünschen. Wie jedem anderen natürlich auch. Kusi Asare. Oh, fairer Zweikampf. Bisschen härter geführt, aber fairer Zweikampf. Dann ist es so ähnlich wie im Hinspiel. Ja? Wir stehen defensiv gut. Celtic versucht hier die meisten angekommenen Pässe zu spielen in einem Spiel gefühlt. Hin und her. Sehr strukturiert, sehr geordnet, aber dann auch in die Tiefe. Murphy ist heute mal wieder auch auf dem Platz. Einfach der Personalsituation geschuldet. So, jetzt Achtung, Murphy. Wenn wir hier stehen, alles gut und geregelt. Dann müssen wir irgendwann halt auch versuchen, in die Zweikämpfe reinzukommen oder richtig zu stehen. Das ist halt momentan das Credo der letzten Spiele. Kasper, Achtung, lässt sich da rausrücken, fehlt wieder hinten. Jetzt wird es gleich klingeln, wenn es so weitergeht. Aber Siem baut auf. So, und jetzt kommt Ott und Karl mit großen Schritten gegen Scales. Karl kann er sich durchsetzen, sieht er in der Mitte Mensah, er sieht ihn! 2-0! Fußball in Perfektion. Fußball ganz einfach. Und klar, der Jubel groß, noch nicht so groß. Freuen, sich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das geht auch wieder ziemlich leicht. Vorne Kusi Asare bindet 2 Leute. Mensah kommt hinten eingelaufen und ganz hinten wäre auch noch von der Hitz gewesen. Es geht. Ich habe das Gefühl, es geht wieder in die richtige Richtung. Vielleicht durch den Sieg jetzt gegen Dortmund, wenn wir hier heute auch noch mal eine Runde weiterkommen würden. Das ist jetzt halt natürlich alles Bonus, ne? Also, ich erwarte jetzt nicht, dass wir ins Finale einziehen oder dass wir hier ein Halbfinal-Team sind, aber mal gucken, wie es läuft. Wenn wir im Flow sind, dann können wir jeden schlagen und dann müssen wir das bis zum Saisonende mitnehmen. Wieder Karl, wieder Mensah! Das ist das identische Tor! Aber anders als andere erkenne ich die Wiederholung. Oder halt auch nicht. Von so einem Tor. Das war das identische Tor, auch wieder über die Außen. Zack, verzögert. Da
ist auch wieder Kusiasare, der Gegner bindet. Hinten wäre von der Hitz nicht frei gewesen, aber er wäre da gewesen. Und Mensah, eiskalt 3-0. Woher auf einmal? Weißt du, aus dem Nichts vorher, wir tun uns so schwer, uns Chancen rauszuspielen, Tore zu schießen, Spiele zu gewinnen. Auf einmal, zack, als hätte einer wieder einen Hebel umgelegt, den Schalter umgelegt. Es läuft. Also die letzten beiden Spiele jetzt mal nur genommen. Ne? Ich will das auch noch nicht zu hoch hängen. Aber wenn wir so in die letzten Spiele der Bundesliga reingehen, dann sind wir doch ein Kandidat für die Meisterschaft. Dann können wir doch deutscher Meister werden. Es ist halt gerade so eine Krise zur ungünstigen Zeit gewesen, wo wir nicht gut gespielt haben, wo die Ergebnisse nicht gepasst haben. Aber das gehört alles mit dazu. Und wenn wir uns da wieder rausarbeiten, was wir jetzt gerade machen, also wir sind auf dem Weg wieder raus aus dem Loch, so auf halber Höhe würde ich sagen. Wir sind noch nicht ganz raus. Dazu müssen wir die nächsten 2, 3 Spiele auch nochmal so überzeugend spielen und gewinnen. Aber dann würde ich sagen, sind wir wieder voll da. Und gerade heute, also ich hätte mit vielem gerechnet, aber das war nach einer halben Stunde hier 3-0 führen. Sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich nicht mitgerechnet. Aber es läuft, weil der Gegner uns auch spielen lässt. Von der Hitz, diesmal von der anderen Seite. Mensah und jetzt, oh, hätte er sich revanchieren können. Für die beiden Vorlagen von Lennart Karl hätte er selber mal einen auflegen müssen. Gut, auch hier ist natürlich das Spiel noch nicht gelaufen, aber wir sind super drin. Auch die Zweikämpfe werden gewonnen. Und Celtic ist in so eine kleine Schockstarre verfallen, würde ich mal sagen. Und es kann ja auch nicht nur an Rice liegen. Also jetzt seit Rice wieder mit dabei ist, glaube ich nicht. Also es kann auch schon ein Grund sein, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, dass wir wieder besser spielen. Naja, aber auf jeden Fall führen wir 3-0. Das ist Fakt. Wir führen 3-0 zur Pause. Wir lassen nichts anbrennen. Celtic hat wieder über 100 versuchte Pässe. Wir haben gerade mal an die 40, aber wir haben 3 Tore. Und das ist das, was zählt. Wir können jetzt auch schon wieder wechseln, problemlos. Vogi auf der 10, der hat mir richtig gut gefallen. Sago für Kusiasare, Kutschera auf der Außen. Und dann haben wir 4 Tage Pause und dann hoffe ich einfach, dass die Leute wieder fit werden. Also halbwegs fit werden. Dass wir mit vollen Kräften dann in den nächsten Monat gehen. Und es ist ja auch kein Hexenwerk, was wir machen. Ne? Wir haben jetzt den Fußball nicht neu erfunden oder revolutioniert hier. Wir spielen einfach, ja, wieder ein bisschen besser. Zielstrebiger nach vorne. Natürlich auch mit den 3 Toren im Rücken. Oh, Rice, super gemacht. Einmal quer gespielt. Ha, ich wollte schon weggucken, dann habe ich spontan gesehen, der Ball kommt vielleicht doch nicht unten an. Aber dann ist es das 4-0. Alejo Sako. Und wieder Rice ist derjenige, der damit einleitet. Also es macht schon einen Unterschied, ob der auf dem Platz steht oder nicht. Hier, zack, einfach Doppelpass. Dann habe ich gedacht, der geht durch zu der Cut, weil der richtig stark gespielt war. Aber ich war mir dann so sicher, dass ich doch einmal weggeguckt habe. No-Look-Tor, so halb. Und dann machen wir so weiter. 4-0. Ich würde ja mal sagen, das reicht. Also ich sehe nicht, wie Celtic hier überhaupt ein Tor schießen sollte. Die brauchen jetzt 4 Tore. Das hat es alles schon gegeben, aber ich glaube, das Spiel zeigt heute, dass sie keine 4 Tore mehr aufholen. Würde mich sehr wundern, wenn die hier 4 Tore aufholen. Dazu stehen wir einfach zu sicher und dazu lässt der Gegner auch. Ihr seht Rice wieder mit dabei. Also es ist wirklich, wirklich eine Wohltat, dass der wieder mit dabei ist und wir fahren den nächsten Konter. Wir machen einfach weiter. Sako, jetzt der Cut in der Mitte. Ja, der kommt nicht an, aber Chance lebt noch. Vogi, unser neuer Spitzenzehner. Der Cut, schade, das war, glaube ich, abseits. Nee, geht weiter, der Cut. Wissen gar nicht, wohin. Sako. Kommt nicht ran, der Cut. Macht richtig Spaß. Also das ist mal wieder ein Spiel, wo du merkst, es läuft. Es läuft vieles richtig, auch weil unser Kapitän wieder mit dabei ist. Der noch nicht offiziell wieder Kapitän ist, dann müsste ich die Binde nochmal abgeben. Jota und Trusty kommen rein für Celtic. Aber das ist ein gebrauchter Abend für die. Also, die werden sang- und klanglos ausscheiden aus den Playoffs. Und dann bin ich gespannt, auf wen wir dann im Achtelfinale treffen. Ich sag mal so, wenn wir so spielen und so gegenhalten können, dann können wir jeden schlagen. Wenn, ist halt immer die große Devise, ne? Wenn wir so auftreten, Kutschera! Jetzt ist jeder Schuss ein Treffer. Auch dieser Ball geht rein. Sein erstes Champions League Tor 5:0. Wieder 5 Tore. Also die letzten beiden Spiele 10 Tore. Auch hier zu einfach
zu leichtsinnig verteidigt und dann ist halt auch das Glück auf unserer Seite und ihr seht anhand der Szene, wie rabenschwarz, oh, der war aber gut genommen, der Arm von Celtic ist, wenn der Keeper den Ball dann noch ins Tor abfälscht. Aber das war auch schon eine sehr komische Beinstellung von Kutschera, wenn er sich da die Hüfte mal nicht ausgerenkt hätte in echt. Tja, ohne Worte. Einfach genießen. 5-0, wer weiß, wann das nochmal kommt. Vielleicht in einer der nächsten Bundesligaspielen, aber ihr seht, der Kader hat's drauf. Wir sind zurück. Mal gucken, wie Celtic das jetzt gerade nochmal verarbeitet. Die kriegen jetzt mal eine Ecke. Aber das ist natürlich gelaufen. Also spätestens nach der ersten Halbzeit war das Ding schon entschieden. Kopfball kommt. Aber ich freue mich, dass wir auch mal wieder so Spiele haben. Wir hatten jetzt genug Spiele, wo wir auch wirklich 10.000 Mal angelaufen sind und wo nichts geklappt hat. Hupi ist ja der Beste. Bislang noch, der zeigt noch ein bisschen Engagement, Einsatz. Aber ich habe echt gedacht, das wird knapper, so wie im Hinspiel. Nun gut, freuen wir uns einfach, dass wir eine Runde weiter sind. Das ist mal der erste Punkt, dass wir noch mal 2 schöne Spiele kriegen. Mindestens, egal gegen wen. Da soll jetzt auch Paris kommen oder nochmal Real oder keine Ahnung, die Bayern vielleicht. Im direkten Duell, im direkten deutschen Duell. Egal wer kommt. Wenn wir so spielen, die können sich auf einiges gefasst machen. Müssen sie. Die Gegner. Jetzt kommt Celtic nochmal. Avasir. Und Braune mit Glück, dass er gegen das Aluminium geht. Jetzt haben wir mal das Glück, dass der Gegner gegen das Aluminium schießt. Nächster Konter. Vogel leitet mit ein. Kutschera. Nochmal ein Doppelpass. Ball in die Tiefe. Ja, kommt nicht ganz ran. Aber nochmal Sarko. Und Rice von Weitem. Oh, der senkt sich. Spät. Bisschen zu spät. Dann kann jetzt auch nochmal Kobani rein. Jetzt spielt er auf dem Flügel. Das kann man mal machen jetzt die letzten 10 Minuten. 12 Minuten. Da wird, wie gesagt, nichts mehr geschehen. Ja, und dann scheinen wir wieder da zu sein. In der entscheidenden Phase der Saison. Sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Mal gucken, wie weit es da noch geht. Vielleicht geht es ja je nach Spielverlauf noch eine Runde weiter. Dann ins Viertelfinale. Aber damit rechne ich jetzt erstmal nicht. Aber wer weiß schon, wenn wir wirklich so spielen, wenn wir alle wieder fit sind, wenn die alle auf ihrem höchsten Niveau spielen, dann können wir auch noch bis ins Halbfinale. Warum nicht? Jetzt kommt aber Celtic nochmal. Das ist kein Abseits. Doch, nächstes Vorteil angezeigt. Nygren gegen Braune. Und dann im Nachsetzen das 1:5. Der Ehrentreffer. Der nur was am Ergebnis macht. Benjamin Nygren. Gut, das sehe ich dann auch nicht so eng. Da sind wir dann klar. Hinten offen. Braune ist noch einmal dran. Und dann ist das so ein typisches Ehrentrefferchen. Aber trotzdem, unter dem Strich steht eine super Leistung. Und sehr effektiv, sehr effizient vom Tor waren wir. Die Chancen, die wir gehabt haben, haben wir gemacht. Sehr, sehr gute Leistung. Noch sind wir nicht fertig. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Chance. Nee. Letzten Züge hier. Schiri muss eigentlich auch gar keine Nachspielzeit anzeigen. Er kann eigentlich pünktlich Schluss machen. Jetzt gibt es auch noch mal 2 Minuten oben drauf, aber das Ding ist durch. Nochmal ein Ballgewinn von Murphy. Nochmal ein Fehlpass von Murphy. Aber wir haben heute gut gestanden. Also Celtic hatte wenig Ideen. Sind nicht durchgekommen. Gut, gerade jetzt gerade Nygren einmal. Aber wie gesagt, unterm Strich super. Souveränes Rückspiel, hätte ich nicht gedacht. 5-1. Ziehen damit weiter in die nächste Runde. Holen uns Selbstvertrauen für die Liga. Und müssen jetzt da auch nochmal Hackengas geben. Duisburg wird gefeiert. Kommt nicht alle Tage lang vor, dass man mal ins Achtelfinale einzieht. Nicht Viertelfinale, Achtelfinale der Champions League.
7 Schüsse, 5 Tore. Das ist mal die Statistik. Ferencváros gewinnt bei PSG, aber die kommen weiter im Gesamtergebnis. Sind auch noch mal kurz von der Schippe gesprungen. Bayern kommt auch nur ganz knapp weiter. Also ihr seht auch die vermeintlichen Favoriten auf den Champions League-Titel. Die tun sich hier unglaublich schwer. Juve souverän. Gut, die anderen spielen noch. Das heißt, wir werden den Gegner bald wissen. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt vorspulen. 4 Tage Pause. Eine Wohltat. 4 Tage Pause, das ist für uns wie eine ganze Sommerpause. Also bei den vielen Spielen, die wir in letzter Zeit gehabt haben. Ich hoffe jetzt auch, dass es was bringt, merkte ich, ja, dass die Leute auch wieder ein bisschen fitter sind und auch werden. Gucken wir uns kurz Union an, die sind Vorletzter, stehen mit dem Rücken zur Wand, die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Da kommen wir doch genau richtig, um sie wieder aufzubauen, wahrscheinlich dann hinterher. So, wie sieht's hier aus, fitnessmäßig? Ja, das sieht schon wieder etwas besser aus. Noch nicht ganz fit, 100% fit, aber wir haben wieder mehrere Optionen. Die fehlen halt an allen Ecken und Enden. Besonders der Gref, der fehlt wirklich. Der hat echt eine gute Saison bis dahin gespielt. Schema kann ich mal auf die Bank tun für Greco. Das ist da die erste Alternative. Aber ansonsten trotzdem super Kader. Ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt erstmal Platz 2, aber wir haben noch ein Spiel weniger. Die Bayern haben auch schon gespielt, haben auch schon gewonnen. Also, sie sitzen uns im Nacken. Wir können uns die Tabellenführung wieder zurückholen, wenn wir denn gegen Union gewinnen. Jetzt möchte ich gerne nochmal auf den Kalender gucken, wer denn unser nächster Gegner in der Champions League ist. Der wird natürlich auch schon feststehen. Oh nein. Und es ist wieder Real Madrid. Okay. Es ist wieder Real Madrid geworden. Wir haben wieder eine englische Woche. Also hier ab dem Leverkusen-Spiel, dann müssen wir dann schon mit einer anderen Truppe spielen. Dann haben wir Real. Erst zu Hause, dann auswärts. Oh, weia. Ja, gut, ist wie es ist. Ist wahrscheinlich der stärkste Gegner mitunter. Aber wir haben ja schon einmal gegen sie bestehen können. Ob wir das aber noch 2-mal hinkriegen, das ist die große Frage. Das werdet ihr rausfinden, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt und ein kostenloses Abo da lasst. Jetzt haben wir erstmal in der Bundesliga den Endspurt, der Startschuss gegen Union Berlin. Wir sind momentan wieder besser drauf und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Spielen auch weiterhin zeigen können. Also, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen.